Was ist eine Impedanz? Eine Impedanz ist ein Sammelbegriff für Widerstände in Wechselstromkreisen. Und davon gibt es 3 verschiedene. Warum ist eine Impedanz wichtig? Impedanzen braucht man bei fast jeder Berechnung mit Wechselstrom oder mit Drehstrom. Die Berechnung von Leistungen, Frequenzen, Spannungen und Strömen ohne Impedanzen ist wie Kölner Karneval ohne Dreigestirn. Mein Name ist Jan Jellow, ich bin Professor an der Rheinischen Hochschule Köln und möchte dir helfen, deine nächste E-Technik-Prüfung zu bestehen. Starten wir zum Vergleich mit einem Gleichstromkreis. In Gleichstromkreisen gibt es nur eine Art von Widerstand, den Ohmschen Widerstand R. Nicht nur als extra Bauteil, auch ein Leuchtmittel ist ein Ohmscher Widerstand. In Wechselstromkreisen gibt es dagegen 3 verschiedene Arten von Widerständen, nicht nur den Ohmschen Widerstand, sondern noch 2 andere. Alle 3 werden unter dem Begriff Impedanz zusammengefasst. Impedanzen sind also Bauteile, die für den Wechselstrom einen Widerstand darstellen. Den Ohmschen Widerstand aus dem Gleichstromkreis nennt man beim Wechselstrom gerne Wirkwiderstand R. Die anderen beiden sind etwas Besonderes. Darum fasst man sie in einer Untergruppe zusammen. Es sind sogenannte Blindwiderstände. Mit Blindwiderständen sind einfach nur Spulen und Kondensatoren gemeint. Weil der Kondensator eine Kapazität hat, nennt man ihn auch kapazitiven Blindwiderstand. Die Kapazität C ist schließlich der Kennwert eines Kondensators. Der Kennwert einer Spule ist dagegen die Induktivität L. Rate mal, wie man diese Art von Blindwiderstand nennt. Richtig, induktiver Blindwiderstand. Warum tauchen die beiden Blindwiderstände nicht bei Gleichstromkreisen als nutzbare Widerstände auf? Weil bei Gleichstrom der Strom immer gleich ist. Dagegen ändert sich der Strom ständig bei Wechselstrom. Gerade diese Änderung erweckt in Spule und Kondensatoren ein verblüffendes Eigenleben. Beispiel Spule. Während die Spule im Gleichstromkreis wie Dornröschen vor sich hinschläft und so gut wie keinen Widerstand darstellt, wird sie vom Wechselstrom wachgeküsst. Je höher die Frequenz, umso größer wird der Widerstandswert XL. Genauer lautet die Formel XL gleich Kennwert mal Omega. Der Widerstand entsteht hier aber nicht wie beim Ohmschen Widerstand, sondern durch eine Gegenspannung, die sich gegen den ständigen Wechsel des Stroms richtet. Diese Gegenspannung nennt man induzierte Spannung. Sie versucht, das Anwachsen des Stroms zu verhindern, indem sie ihn ausbremst. Sie versucht aber auch, den abnehmenden Strom zu unterstützen, indem sie ihn verstärkt. Bei Gleichspannung macht sich die induzierte Gegenspannung nur während des Ein- oder Ausschaltens bemerkbar. Denn nur in diesen Momenten ändert sich der Strom. Beim Einschalten bremst sie den Anstieg des Stromes aus. Die Lampe leuchtet verzögert auf. Beim Ausschalten ist sie gegen die Abnahme des Stromes gerichtet. Die Lampe bleibt noch einen kurzen Moment an. Doch auch wenn sie erst einmal als Spaßbremse erscheint, ist die induzierte Spannung sehr praktisch. Mit ihr kann man Handys oder Zahnbürsten aufladen, Leuchtstofflampen einschalten und sogar schweißen. Du hast vielleicht schon von induktivem Laden gehört oder von Induktionsschweißen. Beim Kondensator ist es umgekehrt. Im Gleichstromkreis ist er ein unendlich großer Widerstand. Dort ist die Frequenz ja 0. Erst mit wachsender Frequenz verhält er sich wie ein immer kleiner werdender Widerstand. Hier lautet die Formel dafür XC gleich 1 durch Kennwert mal Omega. Das Besondere an beiden Blindwiderständen ist aber deren Eigenschaft der Phasenverschiebung. Phasenverschiebung bedeutet, dass die Sinuskurve von Strom und Spannung gegeneinander verschoben werden, zeitlich versetzt werden. Normalerweise ist es so: Steigt die Spannung an einem Widerstand, steigt auch der Strom, der durch diesen Widerstand fließt. Und zwar sofort. Am Kondensator fließt dagegen erstmal ein Strom, der dann nach und nach eine Spannung zwischen den Elektroden aufbaut. Wenn die Spannung zwischen den beiden Elektroden maximal ist, ist der Strom schon wieder auf 0 abgesunken. Je größer die Kapazität, umso deutlicher diese Phasenverschiebung um 90 Grad. Die Spannung, die am Kondensator auftritt, erreicht ihr Maximum eine Viertelperiode nach dem Maximum des Stroms. Bei der Spule ist es wieder umgekehrt. Schon in dem Moment, zu dem der Strom von 0 aus ansteigt, reagiert die Spule hochsensibel mit einer maximalen Gegenspannung. Je größer die Induktivität, umso deutlicher diese Vorverlagerung der Spannung um 90 Grad.
Umgekehrt heißt hier, bei der Spule entsteht die induzierte Spannung zuerst, danach fließt der maximale Strom durch die Spule. Zusammengefasst, eine Impedanz ist ein Widerstand im Wechselstromkreis. Der kann bestehen aus Wirkwiderstand, Kondensator und/oder Spule. Kondensator und Spule sind Blindwiderstände mit einer besonderen Eigenschaft. Baut man einen Blindwiderstand in den Wechselstromkreis, ergibt sich eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Zu deiner Lernkontrolle ein Was-wäre-wenn-Quiz. Falls du nachdenken möchtest, kannst du zum Pausieren die Leertaste drücken. Was wäre, wenn man eine Lampe in Reihe mit einer Spule und einer Batterie anschließt, den Stromkreis einschaltet und die Reaktion der Lampe beobachtet? Würde die Lampe zeitlich verzögert anfangen zu leuchten? Ja, die Spule verzögert den Stromanstieg durch ihre Induktivität. Was wäre, wenn man in denselben Kreis einen Kondensator zuschalten würde? Würde sich die Verzögerung dadurch wieder aufheben? Würde die Lampe dann im Moment des Einschaltens sofort aufleuchten? Ja, beide Effekte kompensieren sich, die Lampe reagiert sofort. Was wäre, wenn man den Kondensator wieder herausnähme und die Batterie durch einen Frequenzgenerator ersetzen würde? Dieser Generator erzeugt Strom mit einer einstellbaren Frequenz. Was wäre, wenn man die Frequenz immer weiter hochdrehen würde? Dann würde die Lampe immer schwächer leuchten, denn der induktive Blindwiderstand würde ansteigen, es würde immer weniger Strom fließen. Was wäre, wenn man die Spule durch einen Kondensator ersetzen und die hohe Frequenz beibehalten würde? Und dann würde die Lampe plötzlich sehr hell leuchten, denn der kapazitive Blindwiderstand ist bei hohen Frequenzen klein. Es kann ein großer Strom fließen. Ich hoffe, du hast keine Impedanz, was den Klick auf den Daumen angeht. Über ein Like würde ich mich freuen. Dir noch viel Erfolg beim Lernen. Ciao.